10 Düfte zeige ich euch heute, die Frauen an euch im Herbst lieben. Diese Frauen, die diese Düfte mögen, die lieben euch. Die mögen einfach diese Düfte. So, wir gehen rein. Mein Name ist Dennis und der erste ist der Parfums de Marly Orgeat. Ja, da habt ihr Gewürze, ihr habt Zimt, ihr habt Honig. Das ist schon sehr weihnachtlich angehaucht. Wir haben in Hamburg aber 0 Grad aktuell. Am Tag 4 Grad, gefühlte 0 Grad und dementsprechend passt dieser Duft. Natürlich sonst richtig schön zum Winter hin. Ein schöner Heiligabendduft vielleicht auch. Manche tragen den bestimmt Heiligabend, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Smasht mal kurz da was rein. Ja, dieser Duft ist wunderbar, wenn ihr dieses Weihnachtliche jetzt schon haben wollt. So ein bisschen vorher, was heißt vorher? Ich glaube, es sind nur noch 38, keine Ahnung wie viele Tage. Dann ist Heiligabend, Weihnachten. Ja, Orgeat, richtig nice. So, dann gehen wir in einen günstigen Preis, in einer günstigen Preiskategorie und das ist Job. Wow, 20 Euro für 100 ml oder 120 ml, nicht 100 ml. Viele haben mich gefragt, wo hast du den jetzt für 20 Euro her? Ich mache jetzt keine Werbung, ich sage es einfach, Easy Kosmetik. Da bekommt ihr den ab und zu für 19,99 Euro. Ja, schönes, würziges Teil. Hier haben wir die Würzigkeit ein bisschen mit Pfeffer ummantelt und eine richtig schöne Frische. Also richtig Teil. Wir können mal ein bisschen reingucken. Hier ist noch ein Tannenbalsam, glaube ich, Rosengarne und Vetiver drin. Und das ist richtig schön nice, ausbalanciert. Aber ich habe einfach dieses schön pfeffrige, ja, anschmiegsame, coole, DNA-mäßige am Start. Und ja, der hält vielleicht nicht ganz so lange, aber das ist auch egal für den Preis. Er ist aber richtig gut, immer schon. Den habe ich schon früher vorgestellt und ich stelle ihn auch noch heute vor. So, der nächste ist der Gaultier 2 oder Gaultier 2. Hoch 2, whatever, aber die neue Auflage, aber das ist die erste Auflage der neuen Auflage. So, da gibt's ja viele Diskussionen, vor allen Dingen wieder so eine schwachsinnige Diskussion. Manchmal ist es nicht schwachsinnig, aber in dem Fall ja, weil Leute es einfach nicht eingestehen. Wahrscheinlich, weil diejenigen davon 5 Stück von der alten Version, von der Vintage-Version gekauft haben und auf einmal kam dieser Duft raus. Lässt du den ein halbes Jahr liegen, jedenfalls diese erste Auflage, die gibt's ja leider auch nicht mehr. Inzwischen haben sie ja Batch 3, 2, 3, 4 rausgehauen. Diese Version ist sehr, sehr, sehr dicht an der Vintage-Version von Gaultier 2. Ich habe die da noch stehen, die Vintage-Version. So, also ich kann davon reden. Also quatscht nicht irgendwas rein, was nicht so ist. Die ist sehr nah dran. Und auch die aktuelle Version, die ein Bekannter von mir hat. Mann, Leute, da draußen ihr, vielleicht weil ihr die zig Jahre getragen habt, aber lasst den immer stehen. Ihr werdet irgendwann das nicht mehr merken, diesen großen Unterschied, oder den, was heißt groß, es gibt keinen großen Unterschied, also dieser große Unterschied vielleicht, den ihr davon redet, von der Vintage-Version zu den 4. Batch. Ich kann natürlich nur von denen reden, der ist sehr, also fast kein Unterschied zu merken und auf der anderen vielleicht diese Tiefe in der aktuellen Version jetzt, die es ja immer noch ab und zu gibt oder wieder da, wieder weg, keine Ahnung, was bei Gaultier los ist. Auf jeden Fall ist es trotzdem, selbst wenn ihr der Meinung seid, es ist nicht so wie die Vintage-Version, dann ist trotzdem die DNA ein absolutes Brett, ein absoluter Brecher. Das ist einfach so. Ich kann mal sehen, der ist mit 8,4 bewertet. Ja, auch diese Version ist mit 8,4 bewertet. Bei über 500 Bewertungen. Das ist einfach toll. Das ist einfach super. Ja, also kann es dann gar nicht so schlecht sein. Amber, Vanille, richtig schönes Teil. So. Also lassen wir es so stehen. Der nächste ist Oud Save the King. Aber wenn ihr einen richtigen, dunklen, starken, ja schon vielleicht manchmal nervigen Vanilleduft haben wollt, dann ist Oud Save the King perfekt. Habe ich, glaube ich, erst gestern oder vorgestern getragen. Schönes Teil. Das ist eine Vanille, die kann nicht jeder ab. Da kann einen auch vielleicht mal ein bisschen flau im Magen werden. Es hört sich beschissen an. Wenn ihr das natürlich habt, dann ist der Duft nicht für euch. Weil das ist eine andere Vanille. Ich weiß, es ist so ein bisschen vielleicht rauchige Vanille. Es ist auf jeden Fall ein Vanilleduft. Und ein tiefer Vanilleduft, der auch hier auf Parfumo, gucke ich mal, sehr gut bewertet ist. Natürlich mit über 1000 Bewertungen. Und vielleicht liegt es einfach daran, dass ihr einen T-Akkord habt. Ihr habt nicht nur Vanille, aber ihr habt einen T-Akkord im Background, was diesen Duft sehr interessant macht und anders macht. Und vielleicht sogar auch einzigartig, was so
tiefe Vanilledüfte angeht. Ja, muss ich sagen, ist es schon ein schönes Teil. Aber man muss Tee, dieses bisschen, der Tee, der auch eine Süße hat, dann wieder auch ein bisschen bitter ist und dann die Vanille, ein bisschen rauchig, das muss man mögen. So, der nächste ist, das ist wieder so ein, obwohl der nicht so teuer ist, ich switch mal ein bisschen um, wir gehen mal einen hier vorweg, ein Lattafa, der Kaschan, wenn richtig ausgesprochen. Ja, schönes Teil, sehr, sehr würzig, sehr, sehr würzig, hat aber was und ist sehr speziell und wenn man einen guten Flakon haben will und einen richtig guten Duft, der auch gut anhält, wie übrigens alle diese Düfte, die ich euch heute vorstelle, außer dieser Duft, halten alle richtig gut. Und davon reden wir von 8 Stunden aufwärts. Und auch dieser für, ich will jetzt keinen falschen Preis sagen, 39 Euro, glaube ich, kostet der Duft mit so ein bisschen ausgestanzt. Schönes Teil. Und auch der wird gut bewertet sein. Ja, es geht, ne? Aber ich finde ihn gut. Orange, so ein bisschen Orange-Feeling, sehr viel Würzigkeit, meiner Meinung nach. Ja, finde ich toll. Also solltet ihr mal ausprobieren. Wir gucken mal rein. Ich kann auch nicht, da bin ich nicht so drin. Himbeere ist da noch drin. Moschus, Sandelholz, Vetiver, Pfeffer. Siehst du, das meine ich. Dieses pfeffrige, würzige, Orange. Also es ist eine pfeffrige Orange. Ja, bei diesen Lattafa, die habe ich nicht alle so im Kopf. Man riecht natürlich dieses Pfeffrige raus. Das ist klar. 7,4 Bewertung ist nicht schlecht. Kann man so stehen lassen. Ich mache das jetzt mal so gern mal nebenbei, um zu sehen, wie die bewertet sind. Ich finde ihn gut. Kann man, eine 7,4 hat er, ja, kann man so machen. 7,5 ist ein schönes Teil. Vielleicht sogar eine 8. Könnt ihr auf jeden Fall nichts falsch machen. So, jetzt kommt der Floral Amber natürlich hier. Das ist ein schönes Ding. Floral Amber Nummer 5. Auch hier habt ihr Vanille. Viele haben Probleme mit diesem Duft und meinen, die Haltbarkeit ist nicht so gut. Wir gucken mal, wie die Haltbarkeit hier ist. Die ist eigentlich, nein, die ist extrem gut angesetzt, aber viele meinen das. Es ist so ein Problem, dass dieser Duft eure Nase irgendwann sehr schnell blind machen kann. Die Betonung liegt auf kann. Muss nicht, aber kann. Nochmal kann. Aber es ist ein schöner Vanilleduft. Auch hier Gewürze mit Safran zusammengefügt. Diese Gewürze wie auf dem Bazar, den Safran und die Vanille. Merkt ihr, rauchige Vanille. Schönes Teil. Einer der, sag ich mal, sexist Düfte so für den Winter überhaupt. Und ihr bekommt ihn manchmal in 100 ml gar nicht für so viel teures Geld. Manchmal ist der gut runtergesetzt. Solltet ihr auf jeden Fall euch mal anschauen. Also, Rosendo Moteo Floral Amber Nummer 5 ist ein schönes Teil. So, ihr merkt, das geht so ein bisschen in diese Vanille-Reihe. Das kommt auch ein Duft, der, wie ist der bewertet? Oh, 7,9. Ja. Und das ist der Pi oder Pi, wie auch immer, von Givenchy. Und das ist natürlich ein außergewöhnlicher Duft, den ihr unbedingt mal testen solltet. Ich hoffe, es gibt ihn noch, aber will ich jetzt nicht gucken. Sehr gut bewertet, den gebe ich auch auf jeden Fall eine 9, glaube ich. Ich weiß, ich will jetzt nicht gucken, was ich bewertet habe. Das ist ein einmaliger, anschmiegsamer, sexy Vanilleduft in meiner Nase. Ja, der hat eine Frische, die noch dabei, eine Eichenholznote, eine Vanillenote. In meiner Nase, es ist keine Vanille gelistet, sondern nur Mandarine, Kiefernadel, Eisenholz. Ja, das hört sich alles schrecklich an. Eisenholz. Es ist für mich, ja, ein Background holzig. Kiefernadeln, ja, es ist so ein bisschen dieses Nadelige, habt ihr. Mandarine ist da. Benzo ist noch drin. Ja, aber ich finde auch Vanille, das ist hier wahrscheinlich auf Parfumo vergessen worden. Ich finde auf jeden Fall, dass es ein süßorientalischer Duft ist. Ist, glaube ich, auch so angegeben, ja. Und dementsprechend Top-Ding. Normalerweise mache ich das hier ohne. Das sind aber Düfte, die habe ich lange nicht vorgestellt. Ich habe sie auch lange nicht getragen. Den habe ich auch letzte Woche getragen, aber davor habe ich sie wirklich jahrelang nicht angefasst, obwohl er gut ist, weil ich war mir nicht sicher, ob der verschwindet oder nicht. Deswegen hüte ich manche geilen Düfte. Das ist noch hier das große Pi oder Pi. Das gab es hier auch mal in klein, glaube ich. Das ist die Vintage-Version. Also wenn ihr die bekommen könntet, da soll noch
brachialer sein. Aber ganz ehrlich, der hält 12, 13 Stunden. Ihr werdet angesprochen nach so viel Stunden noch. Also dieser Duft ist toll. Aber wie gesagt, wenn ihr das lest, ich finde, es ist eine Vanille drin. Das ist hier nicht angegeben, aber ihr müsst selber mal ein bisschen diesen Duft auschecken. So, dann kommen wir zu einer auch tiefen Vanille und das ist Baby Cat. So, dann haben wir hier so Oud Save the King und Baby Cat. Ich will keinen Vergleich ziehen, aber wenn es um so ein bisschen tiefe, süße, vanilleartige Düfte geht, dann würde ich natürlich den Baby Cat vorziehen, weil die Teenote ist natürlich im Baby Cat nicht mit drin, aber das ist schon ein Klassiker. Und jetzt kommen wir wieder von Yves Saint Laurent. Das ist mein Lieblingsname. Also Baby Cat ist ein Meisterwerk, was diese Art cremige, fast Iris, ist kein Iris drin, soweit ich weiß, Iris-mäßige, stumpfe, dunkle Vanille angeht und dann die schöne Süße im Background. Der Name Baby Cat, weiß ich nicht, ob das so sein soll, aber im Moment, heutzutage stehen viele Männer als Beispiel, weil es zwar Unisex, aber viele Männer tragen den, viele Männer stehen ja auf Katzen. Ich weiß gar nicht warum, ich will nichts gegen Katzen sagen, also ich bin kein Katzenfan jetzt, ich habe jetzt nichts gegen die, aber es ist so ein Baby Cat. Oh. Wenn man unterwegs ist, was trägst du? Baby Cat, ja, kann man machen, muss man aber nicht. Aber ja, Yves Saint Laurent meint, dass es so richtig ist. Schöne Vanillewiese, Kardamom natürlich und Weihrauch, das ist ganz klar. Und natürlich, guck mal, muss ich mal auf die Seite gehen. Ja, sehr gut bewertet mit über 8 Punkte, also 8,3. Sehr nice. Ja, dann haben wir ein Klassiker, Dior Homme Intense. So, das ist der Lipstick-Duft, also der Lippenstift-Duft für den Mann. Ganz klar, Lippenstift, Irisnote, pudrig, Punkt. Das ist der Duft. Schönes Teil, Meisterwerk. Das ist auch noch eine sehr alte Version. Die gibt's, glaube ich, noch. Die wurde, glaube ich, noch nicht groß verändert. Auch nicht in neuen Flakon-Design. Also habt keine Angst. Das wurde nur bei ein Parfüm gemacht. Ja, das Parfüm wurde versaut, ehrlich gesagt. Ein Meisterwerk wurde komplett zerstört in eine süße Plöre, die man im Endeffekt so alleinstehend tragen kann. Da ist ja gar nicht so schlecht. Der kommt doch gut an. Aber wer das Parfüm so kennt, die alte Version von 2014, wird einfach nur noch erschrocken sein. Hier haben sie oder sollen sie es nicht gemacht haben. Ich will ihn auch gar nicht testen, die neue Version, aber von Hörern, auch von Kumpel, soll das so einfach noch in Ordnung sein. Also Lipstick-Vibes, wenn ihr das mögt, richtig Lippenstift oder so, wo ein Damen-Etui, wo Schminke drin ist, aber für den Mann. Passt, aber ist schon sehr, sehr nice. So, und zum guten Schluss kommt Gucci Guilty, das Parfüm, beziehungsweise Elixier-Parfüm. Das ist so ein bisschen die süße und Power-Variante von Reflection Man von Amouage. Ja, so ein bisschen die, ich sage mal so, die Club-Variante oder Disco-Variante, hat man früher gesagt. Die Club-Variante, da gibt's auch noch 9 Ableger, aktuell das Absolut. Habe ich noch nicht getestet, soll sehr gut sein, aber auch nur die Anfangszeit, dann soll es doch den ähneln, noch stärker sein. Das ist schon brachial. Der kann einen auf den Sack gehen oder vielleicht auch anderen. Und das ist süß, Orangenblüte, richtig schönes Teil. Und ja, muss man haben. Ich werde mir trotzdem das Absolut angucken und vielleicht auch besorgen. Und weil man sagt so, den am Tag oder über den Tag und den anderen abends, ob man das machen muss, wahrscheinlich nicht. Aber ja, Gucci GT Elixier ist ein toller Duft. So, jetzt habt ihr eigentlich alles, viel Vanille natürlich mit, wie gesagt, mit Tee ein bisschen verfeinert, mit Oud Save the King, dann haben wir Baby Cat, noch richtig süß, so ein bisschen angehaut und Weihrauch und Kardamom, dann, ja, schön rauchig, dunkle mit den Amber Floral, auch mit Safran-Style. Und natürlich mit diesen Lataffa noch mit einem ganz anderen Style fahren und überhaupt und so weit und so fort. Schöne Düfte dabei. Und Fakt ist, dass diese Düfte, die ich euch jetzt hier gezeigt habe, die 10, die Frauen auf jeden Fall mögen. Da müsst ihr eigentlich keine Angst haben. Ich kenne jetzt von diesen 10, kenne ich keine Frau, die da keinen Duft macht. Vielleicht, ja, mit der Teenote ein bisschen aufpassen. Das kann vielleicht sein, dass das nicht so gut einkommt. Natürlich auch gleich vorweg für die Leute, die immer alles persönlich nehmen. Also natürlich gibt es Menschen da draußen und auch Frauen, die keinen von diesen Duft vielleicht mögen. Also ich sage euch jetzt nicht so, also jede Frau wird diesen Duft lieben an euch. Nein, natürlich nicht. Aber die sind gut. Im Schnitt
kommen sie sehr gut an. Am besten kommt, sage ich tatsächlich, der günstigste Wow an. Ja, natürlich, der Orjan ist natürlich sehr, sehr nice. Der Goodyear 2 nicht zu vergessen und Baby Cat und natürlich Gucci Elixir. Ja, der auch, aber auch hier hat man mal das Ding, dass nicht jede Frau einen Mann mag, der nach Lipstick-Vibes riecht. So, und ja, im Endeffekt kommen sie aber alle im Schnitt gut an. Dann schreibt mal runter, wie findet ihr die Liste? Was habt ihr so? Wo ihr sagt, die Frauen stehen da drauf. Dann macht einen Daumen runter, nach Daumen runter. Ja, das könnt ihr auch machen, wenn die Hater können das gern machen. Sonst macht lieber gar nichts oder macht den Daumen nach oben. Whatever. Schreibt Kommentare. Lasst ein Abo da und dann bin ich raus. Es ist übrigens sehr spät. Ich nehme das Video sehr spät auf im Moment. Jetzt vor Weihnachten. Ich habe sehr viel zu tun. Deswegen vielleicht auch ein bisschen konfus. Deswegen, ja, aber es macht nichts. Raushauen für euch ist an erster Stelle. Und dann gehen Grüße raus an euch. Schön, dass ihr dabei seid. Und an die Mitglieder natürlich. Wenn ihr auch Mitglied werden wollt, schaut unten in die Beschreibung oder werdet Mitglied einfach und dann bis zum nächsten Mal.